Zu dem Zeitpunkt war ich noch 14 Jahre alt. Ich war dann damals leider nicht mit in München, aber ich habe es im Public Viewing in meiner Heimatstadt geschaut. Und am nächsten Tag, also natürlich erinnere ich mich an das Spiel habe ich dann im Nachgang auch häufiger noch gesehen. Ein ganz, ganz besonderer Tag für alle Borussen gewesen. Und am nächsten Tag war ich dann am Flughafen in Holzwickede und habe dann zusammen mit meinem Bruder die Mannschaft in Empfang genommen, als sie dann wieder gelandet sind. Und das sind so die größten Erinnerungen, die ich habe an das Finale. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich ja schon Mitarbeiter bei Borussia Dortmund in einer doppelten Funktion. Das war dann mein 3. Jahr bei Borussia Dortmund. Ich war damals sowohl im Jugendbereich als Trainer tätig, als auch im Scouting. Und dementsprechend habe ich das und die ganze Champions-League-Saison natürlich aus der Nähe verfolgt. Hatte auch die eine oder andere Aufgabe im Bereich Champions League, im Bereich der Gegnervorbereitung. Habe damals viele Videos geschnitten von den Spielern und von den Gegenspielern, um unsere Spieler individuell darauf vorzubereiten. Ehrlicherweise muss man sagen, dass wir schon in der Sommervorbereitung viele Mannschaften gehabt haben, gegen die man auch gut und gerne in der Champions League hätte spielen können. Da waren Spiele gegen Ajax Amsterdam, gegen Chelsea, gegen Manchester United. Und die Spiele haben uns dann auch schon Erkenntnisse gegeben, die dann im Laufe der Gruppenphase schon extrem wichtig für uns war, weil wir da schon gesehen haben, wenn man gegen Mannschaften auf absolutem Top-Niveau spielt, mit der ähnlichen Systematik, mit ähnlichen Themen, wie sie anlaufen, wie sie pressen, wie sie zustellen bei Abstößen, wie sie verteidigen bei Standards. Da fing unsere Champions League-Reise quasi schon in der Vorbereitung an. Und dann durch die Gruppenphase, besonders dann durch das enttäuschende Erlebnis, was wir dann in Paris hatten am ersten Spieltag und dann nur ein Unentschieden zu haben am zweiten Spieltag, hat man trotzdem dann ab dem 3. Spieltag, wo wir dann in Newcastle gespielt haben und unseren ersten Sieg einfahren konnten, gemerkt, dass da ein Glaube wächst, dass man merkt, okay, hier geht noch einiges, wir sind noch lange nicht fertig hier in dieser Champions-League-Saison. Und dann wuchs das Selbstvertrauen, es wuchs auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Ich glaube, dass wir von jedem Spiel zu Spiel immer besser und stärker wurden, die Abläufe besser wurden. Es hat uns dann natürlich geholfen, dann ein paar Monate schon gemeinsam zu arbeiten, weil wir hatten einige wichtige Spieler haben den Verein verlassen, einige wichtige Spieler kamen zurück nach Verletzungen und das hat dann ein bisschen gedauert, bis wir ineinander dieses Vertrauen wecken konnten und trotzdem hat man dann gemerkt, von Spiel zu Spiel, besonders in der Champions League, wurde es immer fester, dieses Band und dadurch wurde die Leistung besser. Ja, und dann irgendwann mal steht man in den K.O.-Spielen und dann haben wir auch gesagt, natürlich wird der Weg jetzt immer schwerer von Runde zu Runde, aber wird auch immer kürzer. Und wir wollten einfach alles versuchen, um dann so weit wie möglich zu gehen und das haben wir schon mal geschafft. Es kann nicht weitergehen als dieses Finale, aber jetzt wollen wir den letzten Schritt natürlich auch nehmen. Ja, um das jetzt vielleicht so in der Jugendsprache auszudrücken, wartet wirklich auf uns der Endgegner. Real Madrid ist jetzt, glaube ich, die Mannschaft, die 14 Mal die Champions League gewinnen konnte. Und es ist noch gar nicht so lange her, da ging es um La Decima. Und jetzt guckt man, okay, jetzt sind sie schon bei 14 Titeln. Und jetzt, wenn man einfach sieht, in den letzten 10 Jahren haben sie 5 Mal die Champions League gewonnen. Statistisch gesehen waren sie vor der Saison schon wieder bei 50%, sie zu gewinnen. Und trotzdem wissen wir, dass wir richtig gute Leistung gezeigt haben, dass wir uns diesen Weg auch verdient haben ins Finale, dass da jetzt eine unglaublich starke Mannschaft uns wartet, die dieses Erlebnis schon häufiger hatte und sehr erfahren ist in diesen Bereichen. Das respektieren wir, das wissen wir, aber wir wissen, dass auch in einem Spiel alles möglich ist und das ist unsere Chance. Wahrscheinlich, wenn wir 10 Mal gegen Real Madrid spielen, wird es eng, aber in einem Spiel, in 90 Minuten, in 120 Minuten plus Elfmeterschießen, da sind wir in der Lage, jeden Gegner dieser Welt zu besiegen. Es ist der größte Titel, den man im Vereinsfußball gewinnen kann. Es ist uns leider erst einmal gelungen in der Vereinsgeschichte und das zeigt halt einfach, wie besonders auch diese Chance für uns ist. Ich glaube, wenn man sich die Entwicklung im modernen Fußball anschaut, wenn man sieht, die Bundesliga im Vergleich zu den anderen Ligen, wie man gefühlt in den letzten Jahren immer mehr und mehr vom Transfermarkt verdrängt wird, dann gibt es diese fußballerischen Supermächte, die es vielleicht vor 10 oder vor 20 Jahren noch nicht gab, die versuchen mit sehr viel Geld Tradition zu überholen und dementsprechend wird es nicht leichter für uns, in diesem Kreise erfolgreich zu sein. Und deshalb wäre das, glaube ich, eine ganz besondere Geschichte, dass man nicht nur das große Geld in die Hand nehmen muss, um die Champions League zu gewinnen, sondern, wenn man es gemeinsam macht, zusammenhält, alle in die gleiche Richtung denken, positiv bleibt, Widerstandsfähigkeit zeigt und ganz viel Mut, dann kann man auch am Ende feiern.